enter into that practice again and again. Wir gehen in diese Praxis wieder und wieder. You can do it outside in your free time as well. Du kannst es in der Freizeit auch draußen machen. When the mind moves, that is to say, when we become involved in the movement, Wenn der Geist sich bewegt, mit anderen Worten, wenn wir in die Bewegung des Geistes verwickelt sind, then the 10,000 things arise. The whole field of our familiar objects becomes available to us. dann stehen die 10.000 Dinge oder das Feld der gewohnheitsmäßigen Objekte für uns. But if you're just sitting, what is arising is the radiance of nothing. Wenn wir aber bloß sitzen, dann ist das, was entsteht, lediglich die Strahlkraft vom Nichts. For example, if you hear a sound, Wenn du zum Beispiel einen Klang hörst, and you think this is a motorbike, und du denkst, das ist ein Motorrad, you are in a conceptual interpretation. dann befindest du dich in einer begrifflichen Interpretation. The conceptual interpretation itself is just a movement of the mind. Und diese begriffliche Interpretation selbst ist auch nur eine Bewegung des Geistes. So you can see how narrative builds up. You comment on a comment on a comment, and it starts with the sense of something real in the first instance. Und so kann man sehen, wie das Narrativ sich aufbaut, Kommentar für Kommentar für Kommentar. Und es beginnt immer mit der Empfindung von etwas Reellem als Auslöser. We hear the sound, brrr, Da war dieser Klang, just a sound. einfach nur ein Klang. Let it go. Lass es gehen. But what is it? Was ist es? The desire to know is the path of stupidity. Der Wunsch zu wissen ist der Pfad der Dummheit. This is why this practice is very difficult for educated people. Das ist der Grund dafür, warum diese Praxis für gebildete Leute so schwierig ist. We're good at working out what is going on. Wir sind nämlich gut darin, herauszufinden, was vor sich geht. But if you leave the sound alone, it just vanishes into silence. Wenn wir aber den Klang sich selbst überlassen, verschwindet er einfach in der Stille. What was it? Was war das? Sound. Ein Klang. What was it the sound of? Was war der Klang? Von wem kam es? If you take the path which looks at the ground, Wenn wir den Pfad nehmen, der auf den Grund, auf die Basis schaut, it was the sound of emptiness. war das der Klang der Leerheit. If you take the path that looks at the false ground of the ego's determinism, Wenn wir aber den Pfad nehmen, der auf den falschen Grund des Determinismus des Ego schaut, then it was the sound of a motorbike. dann war es der Klang eines Motorrads. Actually, the sound of the motorbike is also the sound of emptiness. In der Tat ist allerdings der Klang des Motorrads auch nur der Klang der Leerheit. No concepts can take you to enlightenment. Keine Konzepte können dich zur Erleuchtung tragen. But no concept can create samsara as a true, real experience, an experience with essence and substance. Aber es können auch keine Konzepte ein wahrhaft existentes Samsara erschaffen, ein Samsara, das eine wahrhafte Substanz und Essenz besitzt. Concepts are a mode, an aspect of the movement of the mind. Konzepte sind sozusagen auch nur ein Modus, ein Aspekt der Bewegung des Geistes. They arise and they pass. Sie entstehen und vergehen. They carry a content, a semantic content. Sie scheinen einen semantischen Inhalt zu tragen. But actually they are impermanent. In Wirklichkeit sind sie aber unbeständig. So the semantic content they manifest seems to carry a density and solidity and reliability which is completely at odds with the fact of their extreme transience. Sodass diese semantische Inhalt der Konzepte, den sie zu tragen scheinen, von einer Beständigkeit und von einer Festigkeit und Dauer zu sein scheint, komplett im Widerspruch zu der schlichten Tatsache ihres Vergehens steht. So then we can see why the meditation instruction is, even if you get caught up in thoughts, don't try to push them away, to free yourself as if it was some
bramble that is caught in your jacket. Und deswegen heißen eben, das können wir jetzt hier sehen, die Meditationsunterweisungen so, dass selbst wenn du feststellst, dass du in Gedanken gefangen bist, versuche sie nicht irgendwie wegzudrängen oder loszuwerden, als ob das eine Klette wäre, die sich in einem Kleid verfangen hätte. Everything which says it's real is empty. Alles, was sagt, es sei real, ist in Wirklichkeit leer. Don't believe the package. Glaube also nicht an die Verpackung. There's nothing in the tin. Da ist nichts drin. But you read the label, and we are very addicted to reading. So we read the label and we imagine what's in the tin. Wir lesen aber das Etikett und wir sind auch sehr süchtig danach, das Etikett zu lesen und glauben, dass das, was wir lesen, in der Dose ist. The concept goes into emptiness. The sound goes into emptiness. Whether you hear sound or sound as motorbike, both will vanish. First the sound vanishes, then the concept vanishes. Das Konzept wird zu Leerheit, Klang wird zu Leerheit. Ob wir jetzt an den Klang als Klang glauben oder an den Klang als Motorrad glauben, zuerst wird der Klang verschwinden und das Konzept wird auch verschwinden. So you can experience for yourself the kind of retractive density which occurs when you come to a conclusion. Wir können das für uns selbst also erfahren, wie seine mit dem Rückzug verbundene Dichte entsteht, wenn wir glauben, zu einer endgültigen Schlussfolgerung kommen zu können. Oh yeah, that's a motorbike. Oh ja, das war ein Motorrad. It's a strong engine. That's maybe 750 cc. Das ist ein starker Motor, vielleicht 750 Kubik. You can start to elaborate. Könnt also dann anfangen zu elaborieren. And this creates the sense I'm getting somewhere. Das erschafft eine Empfindung, als würde ich irgendwohin damit kommen. Wandering in the labyrinth of the mind, where are you getting? Aber wenn du im Labyrinth des Geistes umherwanderst, wo wirst du denn hinkommen? I'm doing the vital work of linking one thought to another in order to maintain my habitual sense of self. Was ich hier tue, ist meine vital wichtige Arbeit, einen Gedanken mit dem nächsten zu verknüpfen, um mein Empfinden eines Ichs zu etablieren, zu festigen. Which is why the advice is often look for the gap between the thoughts. Daher ist der Rat hier oft schaue nach der Lücke zwischen den Gedanken. The semantic chain seems to be a chain of links. Diese semantische Kette scheint eine Kette von Verknüpfungen zu sein. But actually there's a gap. In Wirklichkeit ist da aber eine Lücke. One thought goes down, another thought comes up. Ein Gedanke verschwindet, ein anderer kommt auf. When you see these gaps a little bit more, then the construction of the believable edifice becomes a much less convincing project. Wenn man sich diese Lücken mehr gewahr wird, dann wird die ganze Konstruktion dieses Gebäudes zunehmend weniger glaubwürdig. So, Godem in the first verse says, although I know that the appearances of this world are illusory. I'll finish the sentence. Okay. I still grasp at these deluding forms as if they were inherently real. Und so heißt es dann in der ersten Strophe dieses Gebets von Godem, obwohl ich weiß, dass die Erscheinungen in dieser Welt von illusorischer Art sind, greife ich immer noch nach diesen täuschenden Formen, als ob sie innewohnend real wären. So this is the experience of meditators. We hear the teachings, we read the books, and on an intellectual level we understand everything is like illusion. Und das ist genau die Erfahrung von Meditierenden. Wir lesen die Texte, wir hören Unterweisungen, wir haben ein intellektuelles Verständnis von dem, dass alles eine Illusion ist. But we still had this habit at grasping at these deluding forms as if they were real, as if there was some true essence to them. Dennoch haben wir immer noch die Gewohnheit, nach diesen illusorischen Formen zu greifen,
als ob sie etwas Reales wären, als ob sie irgendeine essentielle Existenz hätten. In Tibetan they have a little phrase that says, Jinpe Sen Dang Zungwe Yul, there is the grasping mind and the graspable object. In Tibet gibt es diesen Satz, es gibt hier diesen greifenden Geist und das zu ergreifende Objekt. These are born together. Und die werden gemeinsam geboren. The grasping mind would be a bit stupid if you couldn't have any object to grasp. Der greifende Geist wäre ein bisschen blöd, wenn er kein greifbares Objekt hätte. The object feeds the subject and the subject feeds the object. They are mutually reinforcing. Das Objekt füttert sozusagen das Subjekt und das Subjekt füttert das Objekt. Sie sind gewissermaßen sich gegenseitig verstärkend. Everything is an illusion. Aber alles ist eine Illusion. We are in this building. Wir sind hier in diesem Gebäude. We can see from the beams at least a bit of how the building was put together. Wir können von den Balken her zumindest teilweise eine Vorstellung bekommen, wie das Gebäude errichtet worden ist. The building is a construct. Das Gebäude ist ein Konstrukt. There's stones and bits of brick put together and some wood cladding on the outside and so on. Steine, Ziegeln und so weiter, die zusammengebracht worden sind. Da ist Holzbekleidung draußen. When all these items come together in a particular pattern, we say this is a building. Wenn all diese Gegenstände zusammenkommen in einem bestimmten Muster, dann sprechen wir davon, dass es ein Gebäude sei. Maybe one part of it is a stone. Ein Teil davon ist vielleicht ein Stein. The stone is a meeting together of many different molecules. Der Stein selbst wiederum ist ein Treffpunkt von vielen verschiedenen Molekülen. It could be a simple stone with one kind of structure, or it could have many different chemical components to it. Es könnte ein einfacher Stein sein, der sozusagen eine homogene Struktur hat, oder es könnte ein sehr komplizierter Stein sein, der mit aus vielen verschiedenen chemischen Komponenten aufgebaut ist. This molecular structure is built up of atoms. Und diese molekularen Strukturen wiederum ist aufgebaut aus Atomen. And in the traditional Buddhist way of looking at it, each atom, if it is there, if it is a something, und in der traditionellen Betrachtung des Buddhismus wird gesagt, wenn jedes Atom, wenn es tatsächlich etwas ist, if it has a mass, it will have a shape. Wenn es eine Masse hat, wird es auch eine Form haben. And if it has a shape, it has a front and a back and a top and a bottom. Wenn es eine Form hat, dann hat es ein Vorne und ein Hinten und ein Oben und ein Unten. If it's got a front and a back, they can't be the same. Wenn es ein Vorderteil und ein Hinterteil hat, dann können diese nicht das gleiche sein. So you can splice them down the middle. Also sollte man in der Lage sein, das in der Mitte zu teilen. Then you have the two parts. Dann hast du die zwei Teile. You look at one of these two parts. Wenn du eines dieser Teile anschaust, It has a front and a back. dann hat dieser Teil auch wiederum ein Vorder- und ein Hinterteil. So again you can splice it down the middle. Also kannst du es wieder teilen. And in the traditional Buddhist analysis, this is a infinite progression. Und in der traditionellen buddhistischen Analyse würde man sagen, das ist eine unendliche Abfolge. There is no end to this division. Es gibt kein Ende für dieses Teilen. Nothing is there. Nichts ist da. You don't find any end point to the progression because this is the patterning which is arising out of emptiness. Wir finden keinen Endpunkt dieser Abfolge, denn es ist lediglich ein Muster, das aus der Leerheit entsteht. So it is the collaboration of factors in the world, the collaboration of the five elements. Es ist sozusagen die Zusammenarbeit von Faktoren in der Welt, die Zusammenarbeit der 5 Elemente, which creates the potential on the object side, and then we have the collaboration from the subject side through the 5 sense consciousnesses. und die kreiert sozusagen ein Potenzial auf der Objektseite und gleichzeitig haben wir auch ein Potenzial auf der Subjektseite, die aus dem Zusammenwirken der Sinnesbewusstseinsformen besteht. And the organizing mental consciousness. Und des organisierenden mentalen Bewusstseins.
And then the seventh consciousness, which is the interpretation that comes through these 5 afflictions we looked at before. Und dann das 7. Bewusstsein, das sozusagen eine Interpretation ist, die aufgrund dieser 5 Geistesgifte zustande kommt. And then we have the 8th consciousness, which is the reified domain of the potential. Und dann haben wir das 8. Bewusstsein, was sozusagen das verdinglichte, die verdinglichte Domäne des Potenzials ist. It's called the alaya vijnana or kunjinampashepa, and it's the aspect of consciousness which has a lot of resources and stores up lots of bits of knowledge. Das ist das, was als Alaya Vijnana oder Kunjinampashepa bezeichnet wird, und ist der Ort, an dem quasi all diese Bruchstücke und Bestandteile des Wissens zusammen versammelt sind. Consciousness apprehends things. It apprehends shapes Und das ist and calls them things. Das ist das Bewusstsein, das eben Dinge wahrnimmt oder Formen wahrnimmt, die es dann als Dinge bezeichnet. Awareness doesn't apprehend anything. Das ist die Bewusstheit, die nimmt da gar nichts wahr. It doesn't take hold of things. Sie greift nach nichts. When we hear the sound, there's nothing to hold. Wenn wir einen Klang hören, gibt es nichts zum Festhalten. When we become conscious, oh, that's a motorbike, this is an apprehension. Wenn wir aber uns dessen bewusst werden, das ist ein Motorrad, dann haben wir dieses Greifen. You can't hold the sound, it's too nebulous. Klang kannst du nicht halten, der ist zu nebulös. But the concept motorbike, that gives you more traction, you get a grip on that. Aber das Konzept Motorrad, das gibt mehr Reibung, man kann sozusagen da wirklich greifen. So, although everything is illusory, like the arising of sound, obwohl also alles illusorisch ist, so wie auch das Entstehen von Klang, we are caught up in the habit of grasping. Sind wir in der Gewohnheit des Greifens verfangen. Grasping here doesn't mean being greedy and selfish. Das Greifen heißt nicht, dass wir gierig und selbstsüchtig sind. It means holding on to the conceptual formation. This is a motorbike. Das bedeutet hier das Festhalten an der konzeptuellen Formation, das ist ein Motorrad. We are grasping at meaning as a method of maintaining our sense of mastery. Wir greifen nach Bedeutung als eine Methode, unser Gefühl der Meisterschaft, der Beherrschung aufrechtzuerhalten. I am the one who knows what is happening. Ich bin derjenige, der weiß, was geschieht. It is this. Es ist dies. It is what I say it is. Es ist das, wovon ich sage, dass es ist. So, this is the great crime in the monotheistic religion. Das ist sozusagen das große Verbrechen einer monotheistischen Religion. Because the true voice of the ego is the voice of God. Denn die wahre Stimme des Ego ist die Stimme Gottes. In the beginning was the Word. Am Anfang war das Wort. And the word is Mama. Und das Wort war Mama. Because when the child says Mama, they get hold of someone. Denn wenn das Kind Mama sagt, dann kann es jemand greifen. You say Mama? Yes, sweetie. Okay. Du sagst Mama und die sagt dann, ja, mein Süßer, ist alles in Ordnung. This is the most powerful hook for the small child. Das ist ein mächtiger Haken für das kleine Kind. And it's not just in the book of John, but in Genesis. Out from the word, everything is named. God names the world and calls it into being through naming it. Das ist nicht nur im Johannesevangelium, das ist auch in Genesis, dass am Anfang das Wort war und Gott alles benennt und durch die Benennung alles in die Existenz kommt. From the Buddhist point of view, this is a kind of a myth or a metaphor of the function of the ego. Im buddhistischen Standpunkt ist das ein Mythos oder eine Metapher für die Funktionsweise des Ego. God says, I exist. Gott sagt, ich existiere. The great I am. Das große Ich Bin. And in the Buddhist text you read the description of the birth of ignorance and it begins with the great I am.
Und in buddhistischen Texten spricht man von der Geburt der Ignoranz und die beginnt eben mit diesem großen Ich Bin. Me, you. Ich, du. Me, Tarzan. You, Jane. Ich, Tarzan, du, Jane. And from that, everything begins. Und aus diesem Punkt startet alles. Self and other. Das Selbst und das andere. What is other? Everything that is not self. Was ist das andere? Alles, was nicht selbst ist. So then you start to name all the different kinds of others. Dann beginnen wir alle verschiedensten Arten des anderen zu benennen. And the interaction with this diversity of others creates an internal richness or complexity of the various moves you make in different situations. Und die Wechselwirkung mit diesen verschiedenen Formen von anderen erschafft dann sozusagen die verschiedenen Stimmungen und die verschiedenen Bewegungen, die wir in unseren Wechselwirkungen mit diesen anderen durchführen können. Diese Reichhaltigkeit an Dingen. So we return to this basic existential issue. Wir kommen also zu dieser grundlegenden existenziellen Frage. I am. Ich bin. There is a poem in English from John Clare that begins, I am, but what I am, who cares or knows? I am the self-consumer of my woes. Es gibt ein Gedicht von John Clare, das beginnt damit, dass er sagt, ich bin, aber wen kümmert's? I am the self-consumer. Who cares? Who cares or knows? Wer kümmert sich oder weiß es, dass ich derjenige bin, der ist Consumer in this case. You mean I'm the only one who eats my suffering. Nobody else cares. Ich bin der Einzige, der sozusagen mein Leiden aufnimmt. Niemand anders kümmert sich darum. So I am. What am I? He wrote this when he was in a mental asylum in Northamptonshire. Ich bin, aber wer bin ich denn? Er schrieb dieses Gedicht, als er in seiner verrückten Verwahranstalt in Northamptonshire war. So each of us is here. Jeder von uns ist hier. Each of us can say, I am. Jeder von uns kann sagen, ich bin. What am I? Aber was bin ich? When you say, what am I? There's an urge to elaborate. Und wenn wir das sagen, was bin ich, dann ist da ein Drang danach, es auszuarbeiten. I am is like a kind of starting position for the unfolding of some story about yourself. Dieses Ich bin ist gewissermaßen wie ein Startpunkt für das Entfalten einer Geschichte über uns. Because I am, it's a bit thin. Ich bin ist ein bisschen dünn. It's not really saying anything. Es sagt nicht wirklich irgendwas. I am, yeah, come on, what are you? Ich bin, ja, komm, was bist du? Bin. I am empty. Ich bin leer. I am space. Ich bin Raum. I am the space of appearance. All appearances move within the space of my mind. Ich bin ein Raum der Erscheinungen und alle Erscheinungen bewegen sich in dem Raum meines Geistes. I am nothing and everything. Ich bin nichts und alles. Yeah, but who are you? Aber wer bist du denn? This is always moving in this point. Es bewegt sich immer an diesem Punkt. When we see we are nothing, we are everything. Wenn wir sehen, dass wir nichts sind, sind wir alles. But when we are something in particular, then we are always having to edit to keep other aspects out. Wenn wir aber irgendetwas Bestimmtes sind, dann müssen wir dann auch immer editieren und gewisse Aspekte auch herausschneiden. I am is undeniable. Das Ich Bin ist unleugnbar. We find ourselves having been born. Wir stellen fest, dass wir bereits geboren wurden. We move in the world with certain qualities and capacities. Wir bewegen uns in eine Welt mit gewissen Qualitäten und Fähigkeiten. There is an undeniability in the being here-ness. Da gibt es eine Unleugnbarkeit in diesem Hiersein. But who is here? Aber wer ist es, der hier ist? So this is what he's meaning by the grasping.
instead of staying with the openness of the arising of the empty illusory forms, Und das ist das, was mit Greifen gemeint wird, dass wir statt ohne zu greifen mit dem Erstehen der leeren illusorischen Formen einfach verweilen. and empty and illusory is not an insult. Und dieses leer und illusorisch ist keine Beleidigung. It's a description of the phenomenological status. Es ist eine Beschreibung des phänomenologischen Status. Lunch will be coming soon and it's empty and illusory but very welcome. Mittagessen wird bald sein und es ist leer und illusorisch, aber auch sehr willkommen. Otherwise you think that nothing means nothing at all and you're living in some kind of nihilistic annihilation. Sonst könnte man auch denken, dass leer sowas wie nichts bedeutet, sondern überhaupt nichts bedeutet. Und dann würden wir in einen Zustand annihilistischer It's always useful to read Vernichtung geraten. It's always useful to read the Heart Sutra again and again and really examine and look at your concrete existence. Form is emptiness, emptiness is form. Es ist immer nützlich, wieder und wieder das Herzsutra zu lesen und zu untersuchen, wie das in Beziehung zu unserer konkreten Existenz steht. Leerheit ist Form, Form ist Leerheit. The food that you put on your plate to eat is the appearance of emptiness. Das Essen, das wir auf unseren Teller tun, um es zu essen, ist eine Erscheinung der Leerheit. It is exactly the middle way. Es ist exakt im mittleren Weg. It's not nothing at all. Es ist nicht das Nichts an sich. And it's not something that's truly existing. Und es ist auch nicht etwas, was wahrhaft existiert. If a piece of lettuce was really a piece of lettuce and nothing else, you wouldn't be able to chew it. Weil ein Salatblatt wirklich ein Salatblatt an sich wäre und nichts anderes, dann wären wir gar nicht in der Lage, es zu kauen. There is no essence to the piece of lettuce. Aber das Salatblatt hat keine Essenz. It arises due to the seeds and the weather and the farmer and the market and the shopper and the cook. Es entsteht aufgrund von Samen, von Wetter, von der Arbeit des Farmers, von Markt und Käufer und der Koch. There's nothing to grasp. Es gibt nichts, was wir festhalten. You say the lettuce is really good, it's crunchy, I like it. Wir können sagen, dass der Salat ist gut, es ist knackig, ich mag es. This is a layering of conventional signifiers. Es ist ein Übereinanderhäufen von konventionellen Bedeutungsträgern. There is the lettuce and the parallel dimension of commentary. Da ist das Salatblatt und da ist eine parallele Dimension von Kommentaren. The commentary doesn't put any substance into the lettuce. Und dieser Kommentar, der bringt in den Salat keinerlei Substanz. The lettuce remains empty. Trotzdem bleibt der Salat leer. When we say the lettuce is good, we haven't got hold of anything. Wenn wir sagen, der Salat ist gut, dann haben wir nichts zu greifen gekriegt. We are creating, not describing. Wir sind am Erschaffen und nicht am Beschreiben. And from the point of view of Dzogchen, this is very, very important. Und vom Standpunkt von Dzogchen ist das sehr wichtig. Because if you were only describing when you say the lettuce is good, Denn wenn es so wäre, dass wir lediglich eine Beschreibung lieferten, wenn wir sagen würden, der Salat ist gut, this is a sign that you are born into a world that already exists. dann wäre das ein Zeichen dafür, dass wir in eine Welt geboren wurden, die bereits existiert. And that you are always encountering the facticity of things. Dass wir dann immer der Faktizität von Dingen begegnen. And so the best you can do is to learn to describe the things accurately. Das Beste, was du dann tun kannst, ist zu lernen, die Dinge korrekt zu beschreiben. And to make use of them to the best of your ability. Und sozusagen sie zu dem Besten der eigenen Fähigkeit zu benutzen. But from the point of view of awareness, the arising of the phenomena Aber vom Standpunkt der Bewusstheit ist das Erstehen der Phänomene is an event, ist ein Ereignis, an instance, an emergence. Sozusagen ein sich zeigen, ein Aufkommen. The world is fresh, moment by moment. Die Welt ist frisch von einem Augenblick zum nächsten. There's not a thing there that we are encountering, Es ist nicht ein Ding, dem wir begegnen, but each moment is co-emergent
as the potential of the object side and the potential of the subject side come together. Und jeder Augenblick ist konvergent als das Zusammenkommen des Potenzials der Objektseite und des Potenzials der Subjektseite. This is illusion. Und das ist illusorisch. Nothing is here but a dance of patterns. Nichts ist da außer ein Tanz von Mustern. The patterns indicate creativity and display, Und die Muster indizieren eine Kreativität und eine Schau, but they're not resting on individual essence and substance. beruhen aber nicht auf einer individuellen Essenz und Substanz. They are undeniably here, Sie sind unleugbar hier, yet in their facticity, in their immediacy of presentation, you can't get hold of them. doch können sie in dieser Faktizität, in ihrer Sich-Selbst-Darstellung nicht wirklich gegriffen werden. So, Rigson Godem is a very great meditator, and he's saying, I know it's illusion, I know there is no truth to this, but me, I get caught. Und Rigson Godem, der ein sehr großer Meditierender war, sagte, ich weiß, dass das alles Illusion ist, dass es da nichts gibt, und dennoch werde ich gefangen genommen. So this is the issue. How do we get caught? Das ist hier die Frage, wie werden wir denn gefangen genommen? So we're going to have a break now for a couple of hours till 3. Wir werden also jetzt bis 3 eine Pause haben. You have time to eat, to talk, to go for a walk. Wir haben dann Zeit zu essen, zu sprechen, spazieren zu gehen. Things will be happening. Dinge werden geschehen. What is this happening? Was ist dieses Geschehen? You see, you hear, you interpret, you judge. Du siehst, du hörst, du interpretierst, du urteilst. Don't try to block any of it, Versuche nicht irgendwas davon zu blockieren, but try to experience as a kind of lightness, like the breeze coming and cooling your face. versuche es eher als eine Art Leichtigkeit zu erfahren, als eine Brise, die dein Gesicht kühlt. You say, oh, this is lovely. Und sag einfach, es ist schön. This is an act of creation. Es ist ein Akt der Schöpfung. When we see this as a conclusion, Wenn wir es aber als eine Schlussfolgerung sehen, it's an act of death. dann ist es ein Akt des Sterbens. This is thanatos, Thanatos. killed off. This is good. Boom. Das ist sozusagen ein Todesschuss. Es ist gut. Yeah, Fertig. the full stop is not at the end of the sentence, it's through the forehead. Der Punkt ist nicht am Ende des Satzes, sondern direkt in der Stirn. But if you stay in the house of Eros, this is good. You're here. Ooh, delicious. Wenn du aber im Hause des Eros bleibst, dann ist es gut. Es ist entzückend, hier zu sein. The wildflowers are lovely. Wildblumen sind lieblich. This is the expansion of this moment. Es ist sozusagen die Erweiterung dieses Moments. Nothing is achieved. Nichts wird erreicht. Nothing solid has been gained. Nichts Solides wurde gewonnen. But your comment, instead of being an appropriation, Aber dein Kommentar wird statt eine Aneignung zu sein, a grasping, which is what he's describing, ein Greifen, was hier beschrieben wurde, it becomes the mode of your participation. wird zu einem Modus unserer Teilnahme. And life rolls on. Und das Leben geht weiter. Bon appetit. Guten Appetit. Okay. So then Rixingodem says, my afflictions and their subtle traces are not yet finished. Please bless me by cutting the root of all hopes and desires. Dann sagt Rigzin Godem, meine Plagen oder Verdunklung und ihre subtilen Spuren sind noch nicht am Ende gekommen. Bitte segne mich mit dem Abschneiden der Wurzeln von allen Hoffnungen und Begierden. This notion of subtle traces is very important. Und diese Idee von subtilen Spuren ist sehr wichtig. For example, in the traditional story of the Buddha, at the moment when he's sitting under the Bodhi tree, he gains enlightenment. Zum Beispiel in der traditionellen Geschichte von dem Buddha wird berichtet, dass er unter dem Bodhi-Baum sitzt und schlussendlich Erleuchtung erlangt. So according to the tradition, his mind is then
pure and he has no more of these afflictions, stupidity, desire and so on. Der Tradition gemäß ist dann sein Geist vollständig gereinigt und er hat keinerlei Verdunklung oder Plagen wie Dummheit, Begierde, Hass und so weiter. There's no basis for accumulating more karma or from that point of view of receiving more karma. Es gibt keine Basis dafür, mehr Karma anzusammeln oder von diesem Standpunkt aus betrachtet auch mehr Karma überhaupt zu empfangen. However, the intensity of the previous action has left a subtle trace. Dennoch hat die Intensität früherer Handlungen subtile Spuren hinterlassen. The traditional example for this is that if you have the musk pod from the musk deer, which has a very strong smell, and you keep it in a jar. Das traditionelle Beispiel dafür ist, dass wenn man die Moschusdrüse eines Moschushirschen in einem Töpfchen aufbewahrt, in einem Gefäß aufbewahrt. If you keep it there for a few days and then take it out, although there is no musk pod left in the jar, the smell will still be very strong. Wenn man also diese Moschusdrüse da einige Tage aufbewahrt und sie dann aus dem Gefäß rausnimmt, obwohl die Drüse selbst dann schon heraus ist, wird der Geruch immer noch vorhanden sein. And so after he gained enlightenment, the Buddha still had some problems. Und nachdem Buddha Erleuchtung erlangt hatte, hatte er immer noch einige Probleme. These were seen as the final working out or releasing of these subtle traces or kleshas. Und das wurde gesehen als das endgültige Abarbeiten oder Befreien von diesen subtilen Spuren der Kleshas, der Plagen. Or rather they're called klishta avarana, the subtle trace of the klesha, of the affliction. Das nennt man dann Klishta Avarana, das sind die subtilen Spuren der Kleshas oder der Verdunklung. So we want to be free of both the gross or powerful tendencies that we have to get involved, but also the subtle traces whereby we are hooked back into something. Was wir also anstreben, ist frei zu sein von den groben Formen von Kleshas, von Verdunklungen, aber auch von ihren subtilen Spuren, die sozusagen wie Häkchen wirken, die uns wieder zurück zu bestimmten Dingen zurückziehen. So you might not have smoked for many, many years. Es kann sein, dass ihr zum Beispiel schon vor vielen Jahren aufgehört habt zu rauchen. But you're on holiday in France, sitting in a cafe. Aber dann sind wir vielleicht in Frankreich in Ferien und sitzen in einem schönen Café. And someone lights a gitane next to you. Jemand zündet sich eine Gitane an neben uns. The nose is twitching. Und die Nase kitzelt. Because the potential for interest in tobacco it's become latent. Und das liegt daran, dass das Potenzial für Interesse an Tabak gewissermaßen latent vorhanden ist. And the latency of the active mobilization can continue for a long time. Und diese Latenz einer aktiven Mobilisierung kann für lange Zeit fortgesetzt sein. So in the field of addiction they talk a lot about relapse prevention. Und im Bereich der Suchtbehandlung spricht man viel von Rückfallprävention. Because there's a lot of attention to how these pathways of arousal linked with particular kinds of substances and objects become quiescent with non-activation, but they haven't yet vanished. Es gibt eine Menge Diskussion darüber, wie diese verschiedenen Pfade der Erregung, die mit verschiedenen Substanzen verknüpft worden sind, sozusagen zwar in gewisser Weise stillgelegt worden sind, weil sie nicht aktiviert werden, aber deswegen sind sie noch lange nicht verschwunden. And Gampopa in his famous book, The Jewel Ornament of Liberation, Und Gampopa in seinem berühmten Buch Juwelenschmuck der Befreiung gives an example of a general who killed many people. Gibt das Beispiel eines Generals, der viele Leute getötet hat. And then he decided this is a bad way to live my life. He left his military career. Und dann entschied er, dass es eine schlechte Art und Weise ist, sein Leben zu leben und ließ die militärische Karriere hinter sich. And got some good instruction and practiced intensive meditation for many years.
bekam eine gute Unterweisung und praktizierte intensive Meditation viele Jahre lang. Deeply committed to his new way of life. Und war auf eine tiefe Art verbunden oder verpflichtet seiner neuen Lebensweise. And every day he did his tantric meditation, which involved making various kinds of offerings of food and so on to the deities. Jeden Tag verrichtete er seine tantrische Meditation, die auch verschiedene Arten von Opfergaben, insbesondere von Nahrungsopfergaben an die Gottheiten beinhalteten. And usually you scatter some parts of that for the protector deities and so on. Und für gewöhnlich verstreut man dann anschließend einen Teil davon in der Landschaft herum für die Beschützer und für die Gottheiten. So one day he's sitting outside his cave. Eines Tages sitzt er vor seiner Höhle He has some rice and samba and he scatters it out. und hat in der Hand ein bisschen Reis, ein bisschen Zampa und er streut das so aus. And a big flock of birds arrives. Es kommt eine große Gruppe von Vögeln. And as he sees the birds, he thinks, oh, when I was a general, my army would descend just like these birds. Und wie er diese Vögel sieht, denkt er, oh, als ich General war, fiel meine Armee über die Gegner her wie diese Vögel. If I had as many soldiers as these birds, I would defeat all my enemies. Wenn ich so viele Soldaten, wie es diese Vögel gibt, gehabt hätte, hätte ich immer meine Feinde besiegt. And he left his cave and went back to killing people. Und dann verließ er seine Höhle und kam zurück zum Töten. And this is why these subtle traces are very dangerous for us. Und das ist der Grund, warum die subtilen Spuren für uns sehr gefährlich sind. Because they are the traces of saying yes to something. Denn sie sind die Spuren des Ja-Sagens zu etwas. So now we change and we say no to drugs or alcohol, whatever it is. Wir haben uns verändert, wir haben jetzt Nein zu Drogen oder zu Alkohol gesagt oder was immer es ist. But because we've said yes many times, the possibility of yes is deeply embedded. Weil wir aber Ja gesagt haben, viele Male ist die Möglichkeit eines Ja-Sagens auf eine tiefe Weise verwurzelt. So for meditators it's very important. Das ist für Meditierende sehr wichtig. Because you can meditate for years and years and years, but still find your mind slipping into these pathways. Denn du kannst Jahre und Jahre meditieren und immer noch finden, dass dein Geist in solche Pfade zurückleitet. The key thing is not to turn that onto yourself and think, I don't know how to meditate, or my meditation is a waste of time. Schlüsselpunkt hier ist, das nicht gegen sich selbst zu wenden und irgendwie einfach festzustellen, dass wir nicht meditieren können oder dass was auch immer dass die Meditation schwach sei oder was immer. Rather we want to reflect, oh, this is a sign that I have been getting distracted for many, many lifetimes. Sondern man sollte lieber das als ein Zeichen erkennen, dass man diese Zerstreuung viele Lebenszeiten unterworfen war. I'm not in a race with other people, it's not a competitive endeavor. Ich bin ja nicht in einem Wettrennen mit anderen Leuten, es geht hier nicht um einen Wettbewerb mit eine wettbewerbende Unternehmung. I commit myself to doing the practice again and again. Ich verpflichte mich selbst, diese Praxis wieder und wieder zu machen. And in particular, he's saying that he wants to cut free of this desire and hope. Insbesondere stellt er fest oder bittet darum, freigeschnitten zu werden von diesem Begehren und dieser Hoffnung. Normally we have a polarity between hopeful and hopeless. Normalerweise befinden wir uns in einer Polarität zwischen hoffnungsvoll und hoffnungslos. Feeling hopeless is not very useful. Sich hoffnungslos zu fühlen ist nicht sehr nützlich. So maybe better to be hopeful. Vielleicht ist es also besser, Hoffnung zu hegen. But hopes are dangerous because they are a projection into the future. Aber Hoffnungen sind auch gefährlich, weil sie Projektionen in die Zukunft sind. I hope that I gain this. I hope that I achieve this. Ich hoffe, dass ich dies oder jenes gewinnen oder erreichen werde. That's what I want. Das ist das, was ich will. So my meditation practice is a means to an end.
Das heißt, meine Meditationspraxis ist ein Mittel zum Zweck. This is a contamination. Und das ist eine Verschmutzung. We sit when we're sitting. We walk when we're walking. Wir sitzen, wenn wir sitzen und gehen, wenn wir gehen. When we're sitting, we're just here. Wenn wir sitzen, sind wir einfach da. Why are we sitting? Warum sitzen wir? Because we're not walking, we're not sleeping, we're not talking. Weil wir nicht, gerade nicht gehen, nicht schlafen und nicht reden. Why are you sitting? Warum sitzt du? Why not? Warum nicht? I'm just sitting. Ich sitze bloß. There's no purpose. Kein Zweck. There's no purpose. I'm just sitting. Ich sitze einfach so, ohne Zweck. As soon as you start to have a hope and an intention, you develop an instrumental attitude. Sobald wir irgendeine Intention oder eine Hoffnung anfangen zu entwickeln, entwickeln wir auch eine instrumentalisierende Haltung. And your lucky local boy, Mr. Heidegger, he wrote a lot about the danger of technical thinking. Und unser glückliche lokale Philosoph Heidegger hat eine Menge über die Gefahren des technischen Denkens geschrieben. Because this kind of mechanical thinking is itself a displacement from the lived experience of what he would call Dasein. Denn diese Art von mechanischem Denken in sich ist schon ein Herausfallen aus der tatsächlichen Erfahrung der Existenz, das was Heidegger als das Dasein bezeichnete. The ego is technical. Das Ego ist technisch. The ego it survives by finding things to do and improving how things are done. Das Ego überlebt, indem es Dinge zu tun findet und indem es herausfindet, wie die Dinge getan werden müssen. The more people rely on their mobile phones and all the apps, the more they are caught into this Android mentality. Je mehr die Leute auf ihren Smartphones und ihren Applikationen sich verlassen, desto stärker wird ihr Geist sozusagen dieser Android-Mentalität zugewandt. And this basic structure of that is me plus machine is better than me. Und diese grundlegende Struktur ist, dass ich plus Maschine besser ist als einfach nur ich. But the next step of that logic is very difficult. Aber die nächste Stufe dieser Logik ist dann sehr schwierig. It is machine without me is better than machine with me. Die nächste Stufe ist, die Maschine ohne mich ist besser als die Maschine mit mir. And this robot world is coming very close to us. Und diese Roboterwelt kommt sehr schnell, sehr nah an uns. In the house where I live, some new taps were put in the bathroom and I don't know how to change the washer. In dem Haus, in dem ich lebe, sind einige neue Wasserhähne installiert worden und ich weiß nicht, wie man dort Veränderungen vornimmt. Something as basic and still mechanical as that, which has now become a source of amazement to me. Etwas so Simples, Grundlegendes und Mechanisches wie das wurde für mich zu einer Quelle von Staunen. So this electronic world is beyond most people's comprehension. Diese elektronische Welt befindet sich wirklich jenseits vom Verständnis der meisten Leute. The reliance on the machine both makes you more, on one level, more intelligent, more efficient, but it also makes you much less intelligent. Dieses sich stützen auf Maschinen macht dich auf eine Seite, der einen Seite mehr effizient und intelligenter, aber auf der anderen Seite auch weitaus weniger intelligent. But it's not just that. And I think these are important things to consider. When we come here, we walk in the forest, we see the trees. Aber das ist nicht nur das, und das ist etwas, was wir wirklich der Betrachtung unterziehen sollten. Wenn wir zum Beispiel hier ankommen und wir laufen durch den Wald, dann sehen wir die Bäume. The forest is a realm without straight lines. Und der Wald ist ein Gebiet, ein Bereich ohne gerade Linien. If you go back into Freiburg, there's plenty of straight lines. Wenn du nach Freiburg zurückgehst, gibt es eine Menge gerade Linien. Most houses have straight lines. Die meisten Häuser haben gerade Linien. We look out the window at the trees and then you look around this room. It's completely different modality. Wenn man aus den Fenstern schaut und dann wieder im Raum schaut, sieht man, dass sozusagen hier zwei vollkommen verschiedene Modi vorhanden sind. Human dwellings are very artificial. Menschliche Behausungen sind sehr, sehr künstlich. Many yogis in Tibet lived in caves.
Viele Yogis in Tibet lebten in Höhlen. They piled up some stones on the front to protect from the wind coming in, and they lived like that, close to the shaping of nature. Sie haben dann Steinmauern im Eingang errichtet und waren beschützt vor dem Wind, aber sie lebten in einer Natur, die sozusagen auf natürliche Weise geformt war. When you come into binary systems of calculation and the foundational principles for artificial intelligence and so on, you're moving further and further away from our embodied experience of the world. Wenn man aber in diese binäre Welt der Kalkulation, der Berechnung kommt und in die Strukturen, die sozusagen auch künstliche Intelligenz zugrunde liegen, dann entfernt man sich weiter und weiter von den grundlegenden Aspekten oder Formen des Lebens. So it's very important to be aware of whole body aesthetics. Es ist also sehr wichtig, sich der Ästhetik des gesamten Körpers bewusst zu sein. Sitting in front of a computer screen all day is not a rich aesthetic experience. Also den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm eines Computers sitzen, ist das keine wirklich sehr reiche ästhetische Erfahrung. Even if what is displayed on the screen is sometimes interesting. Selbst wenn das, was auf dem Schirm gezeigt wird, manchmal interessant sein mag. You're looking at a box. Schaust du dir doch eine Box an. A box which is generating itself according to rules. Das ist eine Box, die sich selbst erschafft, gemäß gewissen Regeln. When you walk in the forest, it's not based on rules. Wenn man im Wald herumgeht, ist es, was wir sehen, nicht auf Regeln basierend. It's based on complex conversations. Es ist basiert auf komplexen Unterhaltungen. You see how the trees grow together and they kind of push each other a little bit to get some light. Wir sehen, wie die Bäume zusammen aufwachsen, wie sie sozusagen gegenseitig so ein bisschen drängeln, um ein bisschen Licht zu bekommen. A bit collaboration, a bit of conflict. Ein bisschen Zusammenarbeit, ein bisschen Konflikt. So it's very important to see that the modern world, from a Dharma point of view, has many forces of further alienation. Daher ist es sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass die moderne Welt vom Standpunkt des Dharma betrachtet viele Kräfte von Entfremdung aufweist. Disembodied alienation is pervasive when people walk down the street looking at their phone. Und diese entkörperte Entfremdung ist sozusagen umfassend, wenn Leute auf der Straße umherlaufen und alles, was sie tun, ist in ihrem Smartphone zu schauen. What's happening in this screen is more important than anything around me. Was auf diesem Schirm passiert, ist wichtiger als alles, was um mich herum geschieht. And it's certainly more important than you who are walking towards me. Und es ist natürlich wichtiger als du, der du mir entgegenläufst. This is narcissistic rudeness. Das ist eine Art Form von narzisstischer Grobheit, It is vulgar. sehr vulgär. And these people should be thrashed. Das Leute sind mal auf den Hut hauen. But now there is permission to do it. It's now normal. Aber heutzutage besteht eine Erlaubnis, es zu tun, es gilt als normal. What it means is, I walk down the street, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Was es aber bedeutet, ist, dass ich die Straße entlang laufe und jedem, der vorbeigeht, meine Missachtung erweise. Because it is aggressive. Eine Form von Aggression. Why? Because it's the denial of the existence of the other. Warum? Weil es eine Verneinung der Existenz der anderen ist. Buddhism is concerned with wisdom and compassion. Buddhismus behandelt oder handelt von Weisheit und Mitgefühl. Wisdom opens the space of awareness which is then available for compassionate contact. Weisheit eröffnet den Raum, den leeren Raum, der dann verfügbar wird für Kontakt und Mitgefühl. When we meditate, we realize that the limit to our openness is our self-referential fixation. Wenn wir meditieren, dann erkennen wir, dass die Begrenzung unserer Offenheit in diese selbstbezogenen self-referential selbstbezogenen Fixierung liegt. So I think we just need to be aware of the impact that this technology has on our mind. Wir sollten uns also dessen gewahr werden, welchen Einfluss diese Technologie auf unseren Geist hat. So
Oh, he's saying, I want to be free of hopes. Means I want to be present here and now. Er sagt also, ich möchte gerne frei von Hoffnung sein, was nichts anderes ist, als wirklich gegenwärtig im Hier und Jetzt zu sein. When you're looking into the screen, you're somewhere else. Wenn du in deinen Schirm schaust, bist du woanders. The screen is always dislocating you from where you are. Das heißt, dieser Bildschirm versetzt dich immer aus dem Platz weg, wo du gerade bist. It feels useful to us because it seems to bring there to here. Es erscheint für uns nützlich zu sein, weil es scheinbar das dort nach hier bringt. But it's actually taking me from here to there. Aber in Wirklichkeit nimmt es mich von hier nach dort. We live in that world. We just need to be more kind to ourselves and a little bit suspicious about the overvaluing of that way of life. Weil wir in dieser Welt leben, sollten wir ein bisschen mehr skeptisch darüber sein und uns das vielleicht anschauen, was es bedeutet, diese Art von Lebensform überzubewerten. James, when you referred to the root of this, what exactly is meant by the root of this hope and fear? Well, the root is duality. Duality is the root of every polarized interaction, self to other, me to my future, me to my past. It's always me standing in relation to something else. So it's dualistic and dialogic. Die Frage war, worauf bezieht sich der Begriff Wurzel hier in diesem Zusammenhang? Und er sagt, die Wurzel ist immer der Dualismus, die Dualität zwischen Subjekt und Objekt. Wenn wir innerhalb von Dualität operieren, dann ist alle Polaritäten, die uns begegnen, sind eben entspringen diesem Dualismus. Ich und andere, ich und meine Zukunft, ich und meine Vergangenheit, alles das operiert auf dieser dualistischen Ebene. Cutting the root is a very popular image in this kind of text. Die Wurzel durchschneiden ist ein sehr populäres Bild in dieser Art von Text. But you could take it in the other line. Aber man könnte dem auch eine andere Interpretation geben. Because actually we don't want to cut the root. Denn in Wirklichkeit wollen wir gar nicht die Wurzel durchschneiden. We want to extend the taproot. The deep root, the long taproot. Okay, wir wollen sozusagen die Hauptwurzel erweitern. Because at the moment, our desires, our hopes, our mental agitation is rooted in our ego formation. Denn im Moment sind unsere Begierden, unsere Hoffnungen, unsere Aufregungen alle in der Ego-Formation verwurzelt. And because it's difficult for us really to examine the truth of the ego formation, it appears to be the absolute limit, the basis. I am what I am. Und weil es für uns so schwierig ist, sozusagen diese Ego-Formation einer Untersuchung zu unterwerfen, erscheint sie als die absolute Grenze dessen, was wir sind. Sie lässt uns sagen, ich bin, was ich bin. But what is the ground of the ego? Was aber ist der Grund oder der Boden, auf dem das Ego beruht? Open, spacious mind. Es ist der offene, raumhafte Geist. So you could cut the root of the ego or plant it deeper. Man könnte also die Wurzel des Ego schneiden oder sie tiefer verpflanzen. You see that your hopes are the imagination. Wir erkennen, dass unsere Hoffnungen einfach Vorstellungen sind. Our imagination is the rich potential of the mind to imagine all kinds of situations. Und unsere Vorstellungen sind nichts anderes als das reiche Potenzial unseres Geistes, uns alle möglichen Situationen vorzustellen. The empty mind is full of potential which arises as I want to go for my holidays to New York. Der leere Geist ist sozusagen die Quelle für alle möglichen Vorstellungen und darin könnte auch eben die Idee aufkommen, ich will meine Ferien in New York verbringen. In that way, New York is arising out of emptiness. Und auf diese Weise steht New York aus der Leerheit. It's illusory. Es ist eine Illusion. Whether you go to New York or not, it's illusory. Ob du da hingehst oder nicht hingehst, ist es illusorisch. By seeing the illusion, you plant the root in emptiness.
Indem du das Illusorische daran erkennst, pflanzt du die Wurzel in Leerheit. By seeing essence and substance, you plant the root in the ego. Indem du Essenz und Substanz siehst, pflanzt du die Wurzel im Ego. Cutting the root means don't let these things grow. Man könnte sagen, das Wurzel durchschneiden bedeutet, lass diese Sachen nicht wachsen. Some people in England anyway solve the problem of weeds by putting cement all over their garden. Manche Leute in England sowieso versuchen das Problem von Unkraut dadurch zu lösen, dass sie einfach ihren Garten zementieren. And that works for about 20 years and then they come back through again. Das funktioniert vielleicht 20 Jahre lang, aber dann kommen diese Kräuter wieder. The fact is, the ground is fertile. Fakt ist, dass der Boden fruchtbar ist. We are alive. Wir sind lebendig. Wonderful possibilities move through us moment by moment. Es sind wunderbare Möglichkeiten, die sich durch uns hindurch Augenblick für Augenblick bewegen. We are touched and moved by all kinds of things. Wir werden von allen Arten von Dingen berührt und bewegt. Just watching the children playing together, it's lovely. Einfach die Kinder beim Spiel zuzuschauen, ist schon schön. You see all these different little movements of their faces. Und die all diese kleinen verschiedenen Bewegungen ihrer Gesichter sieht. This touches us. Das berührt uns. We come alive in a different way. Wir werden lebendig auf eine andere Art und Weise. This is the potential of the mind. Und das ist ein Potenzial des Geistes. So we don't want to flatten ourselves. Wir wollen uns also nicht irgendwie einfach verflachen. It's not about a kind of Hinayana avoidance in which you say samsara is very dangerous, I want to avoid it. Nicht in der Art einer Vermeidung im Sinne des Hinayana, in dem einfach gesagt wird, Samsara ist sehr, sehr gefährlich und schlecht und ich will es vermeiden. Rather, we're saying samsara is difficult if you don't know what it is. Wir sagen eher, Samsara ist schwierig, wenn wir nicht wissen, was Samsara ist. Samsara is the play of the mind, which doesn't recognize that it's the play of the mind. Samsara ist das Spiel des Geistes, der nicht erkennt, dass Samsara das Spiel des Geistes ist. Once you recognize it's the play of the mind, it's not a big problem. Sobald du erkannt hast, dass es das Spiel des Geistes ist, eigentlich kein großes Problem. So then he says the mantra again, Om Mahom Mahaguru Sarva Siddhi Hom. And I renounce the impermanent manifestations of the bad actions of this debased period and reject the things that held my hopes and desires. Dann sagt er wieder, Om Ahum Mahaguru Sarva Siddhi Hum, und dann sagte ich entsage den vergänglichen Manifestationen schlechter Handlung dieser im Niedergang begriffenen Zeit und verwerfe die Dinge, die meine Hoffnung und meine Begierden festgehalten haben. So the manifestations of the bad actions of this debased period means the mad culture that we find ourselves living in. Manifestationen schlechter Handlung dieser dem Untergang verfallenen Periode heißen all die verrückten Äußerungen der Kultur, in der wir uns gerade befinden. The rapid squandering of the earth's resources through the fantasy that consumerist capitalism will lead to universal happiness and is sustainable forever. Zum Beispiel das Verschwenden der begrenzten Ressourcen der Erde in dieser Fantasie, dass der Verbraucherkapitalismus beständiges Glück gewähren kann und sozusagen für immer aufrechtzuerhalten geht. People imagine that their value is their clothes. Leute stellen sich vor, dass ihr Wert in ihrer Kleidung liegt. If I wear nice clothes, people will see I'm a nice person. Wenn ich schöne Kleider trage, dann werden die Leute mich als eine nette Person sehen. When I was a child, factories didn't have showers. Als ich ein Kind war, hatten Fabriken keine Duschen. People traveled on the bus in their dirty work clothes. Leute reisten mit dem Bus in ihren schmutzigen Arbeitskleidungen. They smelled of the factory where they worked. Sie rochen nach der Fabrik, in der sie gearbeitet haben. That's also the dignity of work. Und auch das ist eine Würde der Arbeit. I'm covered in dirt because I work. Ich bin mit Schmutz bedeckt, weil ich arbeite. But now everyone's washing and spraying and deodorating.
Heute wäscht sich jeder und sprüht und deodorisiert sich. As if no smell, we don't work, we just manage. I am a manager. So, als ob das so wäre, dass wenn man nichts riechen kann und kein Schmutz zu sehen ist, dass man sozusagen eigentlich gar nicht arbeitet, sondern nur managt. This is difficult for us because this is what he's saying. This is the manifestation of the bad karma. Das ist schwierig für uns, weil das ist das, was er eigentlich sagt. Das ist die Manifestation eines schlechten Karmas. Which is a modern cover-up. Eine moderne Verdeckung. If you're in India and you want to buy some meat, you see the butcher's got the dead body hanging in front of him and he cuts bits off in front of you. Wenn du in Indien bist und du willst etwas Fleisch kaufen, dann musst du zum Fleischer gehen, da hat er diese ganzen Kadaver hängen und schneidet ein Stück für dich ab. Now you can go to the supermarket, it's already wrapped in plastic. Und wenn du jetzt im Supermarkt Fleisch kaufst, dann ist das alles schon bereits in Plastik eingewickelt. The link of cause and effect is vanishing. Die Verknüpfung zwischen Ursache und Wirkung verschwindet. So this smoothing over and covering up makes it more difficult to see what is going on. Dieses Ausglätten und Abdecken, das macht es für uns immer schwieriger zu sehen, was eigentlich vor sich geht. But even if we see that this is the case and I decide I'm going to renounce this and reject the things that held my hopes and desires. Aber selbst wenn wir sehen, dass das der Fall ist und dass wir sozusagen davon uns zurückziehen und die ganzen Dinge verwerfen, die unsere Hoffnungen, Begierden festgehalten haben, this grand gesture is not going to be enough. Wird diese großartige Geste nicht genug sein. Because then he says, but then I am tormented by desire for the simple things of my daily life. Please bless me by cutting the root of desire and craving. Denn, wie er hier weiter sagt, aber dann werde ich von Begierden für einfache Dinge meines täglichen Lebens gequält. Gewähre bitte den Segen, die Wurzel von Begierde und Gier durchzuschneiden. Many years ago when I was in India, I knew a very nice American man. Viele Jahre zuvor, als ich in Indien war, da war ein sehr netter Amerikaner, who kept thinking about whether he should become a monk. Der darüber nachdachte, ob er vielleicht ein Mönch werden sollte. And he decided, oh, I've had enough of this wild life, I'm going to be a monk, I'm going to have a simple life. So he gave away his possessions and he took the vows in very holy ceremony. Und so entschied er sich, das wilde Leben, das er bis dahin geführt hatte, aufzugeben und Mönch zu werden und gab sein ganzes Besitztum auf und nahm also in einer sehr heiligen Zeremonie die Gelübde auf sich. Yeah, we were all very impressed. It's a pretty good thing to do. Alle waren sehr beeindruckt, das ist eine sehr gute Sache. But 2 days later in Bodenat, he was in the cafe asking, could someone buy me a coffee? Aber 2 Tage später war er schon in Bodenat in einem Café und fragte andere, ob sie ihm vielleicht einen Kaffee spendieren könnten. Because it's like that. So geht das. You can't just say, from this day on, I never do any bad things. Du kannst nicht einfach sagen, von heute an werde ich niemals mehr schlechte Sachen machen. These subtle tendencies are there. Die subtilen Tendenzen sind da. So we have to be subtle to find the subtle. Wir müssen also subtil sein, um das Subtile zu finden. Which is why in the kind of meditation we do together primarily, we are not proactively doing something like reciting mantras or visualizing. Das ist der Grund, warum wir in der Meditation primär nicht etwas tun, wie Mantras zu rezitieren oder irgendwas zu visualisieren. But we are allowing the registering of what is arising. Sondern wir gestatten eher einfach zu registrieren, was erscheint. So that it shows itself. So dass es sich selbst zeigt. If you walk in the forest and you see a deer, wenn du zum Beispiel im Wald läufst und einen Hirschen siehst, then you have to stop. Dann musst du anhalten. If you keep walking, the deer will run off. Wenn du weitergehst, dann wird der Hirsch verschwinden. But if you stop and you're very quiet, the deer looks at you. After a couple of minutes, starts eating again. Wenn du aber sehr still bist und aufhörst zu gehen und einfach nur schaust, dann schaut der Hirsch auch und dann isst er weiter. Now you have a chance to really see the deer.
Jetzt hast du die Chance, den Hirschen wirklich zu sehen. It's exactly the same principle in meditation. Das gleiche Prinzip gilt in der Meditation. The more peaceful you are, the more possibility there is for the shy, more hidden aspects of yourself to start to manifest. Je friedlicher du bist, desto mehr Möglichkeiten gibt es, dass diese scheuen und versteckten Aspekte deiner selbst sich anfangen zu manifestieren. So, we want to cut the root of craving. Wir wollen also die Wurzel der Gier abschneiden. We crave for something because we feel we need it. Wir gieren nach etwas, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen es. This needing the object, needing the other, exposes the sense of lack. Und dieses Objekt zu brauchen, das andere zu brauchen, beleuchtet ein Empfinden von Mangel. It means I am incomplete. Oder es drückt aus, ich bin unvollständig. Now, the view that we follow, Dzogchen means the great completion. Die Sichtweise, der wir hier aber folgen, das Dzogchen ist die große Vollständigkeit. From the very beginning, the mind is complete. Von einem Anfang an ist der Geist vollständig. Awareness needs nothing, it's completely satisfied in itself. Bewusstheit braucht nichts, sie ist vollkommen zufrieden oder befriedigt in sich selbst. Moreover, each moment is complete in itself. Mehr noch, jeder Augenblick ist vollständig in sich selbst. But the energy vortex of the ego feels this lack. Aber der Energiewirbel des Ego, das fühlt diesen Mangel. I is an empty signifier. Ich ist eigentlich ein leerer Bedeutungsträger. It has no content of its own, but it's always claiming content. Es hat keinen Inhalt aus sich selbst heraus, aber es behauptet immer einen Inhalt zu haben. So it's always devouring more and more. Und deswegen frisst es immer mehr und mehr. And this devouring and yearning keeps us projecting value onto the idealized other. Und dieses Verschlingen und diese Sehnsucht lässt uns fortgesetzt auf den anderen irgendeinen Wert zu projizieren. To provide some fantasy solution. Um irgendwelche Fantasielösungen vorzubringen. If only I was more beautiful, was younger, had more money, lived in another country. Wenn ich nur schöner, jünger, reicher wäre, in einem anderen Land leben würde. If only I had met the Dharma when I was younger. Hätte ich bloß dem Dharma begegnet, als ich noch jünger war. If only I'd done more meditation practice. Hätte ich nur mehr meditiert. If only I was somebody else. Wenn ich nur jemand anders wäre. Something is missing. Irgendwas fehlt immer. What is missing? Was aber fehlt? The ground. Der Boden. Why is it missing? Because the root's not in it. Warum fehlt er? Weil die Wurzel nicht drin ist. The root is in the ego. The ego is always hungry. That's why we're grasping for more. Die Wurzel steckt im Ego und das Ego ist immer hungrig und deswegen gieren wir immer nach mehr. How do we get rid of this hunger? Wie werden wir diesen Hunger los? By resting in awareness. Indem wir in Bewusstheit ruhen. In Tibetan they have a word simba, which means satisfied, contented. In Tibetisch gibt es das Wort Simba, was so viel heißt wie befriedigt, zufrieden. Everything is a cause of satisfaction. Alles ist eine Ursache für Befriedigung. Because it is what it is. Einfach weil es das ist, was es ist. And whatever it is just what we needed. Und was immer es ist genau das, was wir gebraucht haben. Because we don't have a personalized, individualized sense of lack. Denn wir haben keinen personalisierten, individualisierten Empfinden von Mangel. Most of the time in our ego formation, it is the specificity of the object which becomes the balm to the soul. Die meiste Zeit über für das Ego ist genau gerade diese Spezifizität, das Einzigartige am Objekt, das, was sozusagen für uns zum Balsam für die Seele wird. When I was a student in university, my ideal day would be like this. Als
als ich Student war, wäre an der Universität mein idealer Tag wie das. Get up at 10 o'clock, 10 Uhr aufstehen, gradually make my way to the Meadow Bar, which opened at 11 o'clock. allmählich meinen Weg finden zu der Bar, die um 11 aufmachte. A pint of Newcastle Brown, 20 Woodbine cigarettes, and the Guardian newspaper. Und dann eine Pinte, what pint of what? The Guardian newspaper. Woodbine cigarettes. Newcastle Brown is the beer. Newcastle Brown. Okay, also eine Pinte Newcastle Braunbier, dann eben die Zigaretten und die No, Guardian. yeah, Woodbine cigarettes. The details are very important. Because it's completely obsessional. Also Woodbine-Zigaretten und Guardian. Das ist vollkommen wichtig, die Details, weil man ja da wirklich besessen ist. Because if I got to the bar and they'd run out of this bottled beer, then what's wrong? Wenn ich dann nämlich zur Bar kam und sie hatten gerade dieses Bier nicht, dann war alles falsch. Meeting of four factors. This bar, this beer, these cigarettes, this newspaper. Also das war ein Zusammentreffen von 4 wichtigen Faktoren. Diese Bar, dieses Bier, diese Zigaretten, diese Zeitung. And this is the obsessional way in which our individual lack drives us to get what is just right. Und das ist dieser besessene Trieb, der uns sozusagen dazu antreibt, genau das zu bekommen, was sozusagen genau diesen Mangel dann zufriedenstellt. And this makes our activity very complicated because we go here to get the right shoes and we have to go to the other side of town to find a little shop that does just what we need. Das macht unser Alltag sehr kompliziert. Wir müssen zu diesem Laden gehen, um genau die richtige Art von Schuhen zu bekommen, und zu einem völlig anderen Laden am anderen Ende der Stadt, um eine andere Sache zu kriegen. So this craving is not a kind of non-specific, I need something. Dieses Begehren, dieses Gieren ist nicht etwas Unspezifisches in der Form, ich brauche irgendwas. It means we are looking for something in particular. Es bedeutet, dass wir nach etwas ganz Bestimmtem Ausschau halten. We know when people start to suffer from anorexia nervosa, Wenn Leute anfangen, an Anorexia nervosa zu leiden, the urge to control becomes intense. dann wird der Drang zur Kontrolle sehr intensiv. If they're going to eat anything at all, it must be prepared in exactly the right way. Wenn sie überhaupt etwas essen sollen, dann muss es in genau der richtigen Art und Weise vorbereitet werden. Because they are controlling before the event. Denn sie kontrollieren es schon vor dem Ereignis. And this is paralleled by bulimia, Und das wird sozusagen begleitet parallel durch Bulimie, where you can eat any old shit, wo du jeden alten Scheiß essen kannst. but the control comes after the event by inducing vomiting and emptying out your stomach. Und du die Kontrolle dann erst im Nachhinein walten lässt, indem du kotzt und deinen Magen wieder entleerst. A lot of time is spent in getting it just right. Eine Menge Zeit wird damit verbracht, es genau richtig zu bekommen. And this comes because the ego starts to think that because I am like this, I need that to be like that. Und das kommt daher, dass das Ego sozusagen, weil es denkt, es muss so und so sein, auch die anderen Dinge so und so braucht. So in the next verse he says, Om Ahum Mahaguru Sarva Siddhihum. Im nächsten Vers sagt er dann wieder, Om Ahum Mahaguru Sarva Siddhihum. The Buddhas have taught many powerful methods for removing the afflictions of the 3 poisons of anger, desire and stupidity. Die Buddhas haben viele mächtige Methoden gelehrt, die Plagen der 3 Gifte von Zorn, Begierde und Dummheit zu beseitigen. Is to say, if you really come into Buddhism and you study and practice, you learn many, many methods. Es drückt aus, dass wenn man in den Buddhismus kommt und studiert und praktiziert, man dabei viele, viele verschiedene Methoden lernt. These are not insolvable problems. Das sind keine unlösbaren Probleme. But he says, yet I am still overcome by the power of the subtle karmic traces that are so difficult to abandon.
please bless me by cutting the roots of bad actions. Er sagt dann aber, doch werde ich immer noch durch die Macht der subtilen karmischen Spuren überwältigt, die so schwer aufzugeben sind. Bitte segne mich mit dadurch, dass die Wurzel der schlechten Handlung durchschnitten wird. So, we've already talked a little bit about subtle traces. Karma leaves a trace because it functions on this two-stroke engine, like these noisy little motorbikes teenage boys like. Sorry. Okay. So, karma works on the basis of a dynamic of lack and excess. Das Karma funktioniert sozusagen auf der Basis von der Dynamik von Mangel und Überfluss. We want something, we have an intention. Wir wollen etwas, wir haben eine Absicht. Well, some of you know this very well, that there are 4 stages generally to karma. Viele von euch wissen das sehr gut, dass Karma 4 Stadien beinhaltet. The basis of karma is the belief in duality. Die Grundlage für Karma ist der Glaube an die Dualität. If you have no separation of subject and object as 2 entities, you cannot produce karma. Wenn du diese Trennung zwischen Subjekt als 2 getrennte Entitäten hast, wenn du die nicht hast, kannst du auch kein Karma produzieren. Because I'm here and you're there, Weil ich hier bin und du bist dort, I can develop an intention towards you. kann ich dir gegenüber eine Absicht entwickeln. My intention could be positive, to help you, or negative, to harm you or get something from you. Meine Intention, meine Absicht könnte positiv sein, ich will dir helfen, oder sie könnte auch negativ sein, ich will etwas von dir bekommen oder dir Schaden zufügen. You are or have something I want. Du hast oder bist etwas, was ich will. The 3rd stage is that I bring my intention into action and I steal something from you, or am kind to you, or seduce you, or whatever. Die 3. Stufe ist dann, dass wir diese Intentionen dann tatsächlich in Handlung umsetzen. Ich stehle etwas von dir oder ich gebe dir etwas oder ich verführe dich oder was immer es dann ist. In the 4th stage is I see what I have done and I'm happy that I did it. Die 4. Stufe ist, ich sehe, was ich getan habe und ich bin darüber glücklich, es getan zu haben. I have no regret or remorse. Ich habe keine Reue. So all my energy is aligned in this trajectory of my action. Sodass die ganze Energie von mir ausgerichtet ist auf diesen Verlauf von Handlungen. If I feel regret, I start to undermine the impact. Wenn ich Reue oder Bedauern fühle, dann unterminiere ich die Wirkung. If at the moment of carrying out the action, I think, what am I doing? And I stop, that makes it less. Wenn ich im Augenblick der Ausführung der Handlung erkenne, was mache ich denn hier und ich die Handlung sozusagen abbreche, dann ist es weniger. If at the moment of the arising of the intention, I think, oh yeah, but I don't need to do that. Wenn ich aber im Augenblick schon im Augenblick des Aufkommens der Absicht sie erkenne und sage, ja, ich habe das, aber ich muss es ja nicht ausführen, then this moment of potential arousal becomes peaceful. dann wird diese momentane potenzielle Erregung wieder friedlich. But the structure out of which it manifested remains. Aber die Struktur, aus der sich das Ganze manifestiert hat, ist immer noch da. So it is the function of duality that needs to be removed. Das ist also in der Tat die Funktion der Dualität selbst, die beseitigt werden muss. Because that's what's driving the action which has the consequence. Denn die ist es, die die Handlung antreibt, welche dann ihre Konsequenzen hat. Say my intention is to steal something from you. Angenommen, meine Absicht ist, dir etwas zu stehlen. And I steal your card and use it in a machine and take some money. Zum Beispiel, ich stehle deine Geldkarte und benutze sie in eine Maschine und hebe Geld ab. And you find out and you call the police and I get arrested. Und du findest das heraus, du rufst die Polizei an und ich werde verhaftet. This brings me some difficulty, maybe I'm in prison for a bit, something bad happens to me.
Das führt zu Schwierigkeiten für mich, vielleicht werde ich eingesperrt für eine Weile oder sonst irgendwelche Schwierigkeiten. This is the result of the action. Das ist das Resultat dieser Handlung. But the action also has a consequence, Aber die Handlung hat auch eine Konsequenz, which is a kind of subtle template of potential. und das ist so eine subtile Schablone eines Potenzials. And it's this which we normally refer to as karma. Und genau das ist das, was wir normalerweise als Karma bezeichnen. The word karma simply means activity. Karma bedeutet einfach das Wort Aktivität. So the activity is like operating cause and effect. Und diese Aktivität funktioniert von Ursache zu Wirkung. But say I'm hammering some nail into a wall. Sagen wir mal, ich haue da einen Nagel in die Wand. There is a cause and an effect, Es gibt da eine Ursache und dann eine Wirkung. but there's not really any karma, Das ist nicht wirklich irgendein Karma, except the most subtle notion of I am not the wall, I am not the nail, I am not the hammer, I am the agent making this happen. abgesehen von einer sehr subtilen Vorstellung davon, dass ich ja nicht die Wand und nicht der Nagel und nicht der Hammer bin. Ich bin das Agens, das diese Handlung umsetzt. But if I'm thinking to steal your money, Wenn ich aber daran denke, dein Geld zu stehlen, I'm having to be a bit sneaky. dann muss ich ein bisschen trickreich sein. I'm having to be furtive. Are you out of the room? Ich muss ein bisschen heimlich sein. Bist du schon draußen? Can anyone see what I'm doing? Sieht jemand, was ich tue? There's quite a lot of intense and secret or private activity going on. Da gibt es eine ganze Menge intensiver privater oder geheimer Aktivität, die vor sich geht. So this is like a submarine. It's moving under the water. Das ist ein bisschen wie ein U-Boot, das sich unter dem Wasserspiegel bewegt. We're putting a lot of mental and emotional energy into this project of carrying out the deception or the theft. Wir müssen eine ganze Menge mentale Energie in dieses Projekt hineinstecken, um diese Täuschung und diesen Diebstahl durchzuführen. And it's structured, I want your money, fuck you. Die Struktur hier ist, ich will dein Geld und du bist mir egal. I don't care about you. I care about your money. Mich interessierst du nicht, mich interessiert nur dein Geld. So this is cutting me off from you. Das ist etwas, was mich von dir abschneidet. You could say I'm stealing from you, and that's quite intimate. Du könntest sagen, ich stehle von dir und das ist etwas Intimes. But it's a kind of intimate rejection. I don't want you, I want your money. Das ist eine intime Ablehnung. Ich will dich nicht, ich will nur dein Geld. So this is increasing the separation of subject and object. Das führt zu einer Verstärkung, Vergrößerung des Abstandes zwischen Subjekt und Objekt. If I decide to kill you and I'm going to stab you, that's quite intimate. I've got a knife in my hand and it's going into you. Your blood's spraying onto me. Wenn ich sogar entscheide, dass ich dich töten will, dann ist es sehr intim. Ich muss das Messer nehmen und dich hineinstecken, das Blut sprudelt auf mich. But actually subject and object are getting further apart. Aber Subjekt und Objekt entfernen sich noch mehr voneinander. Because as a person, you're not a dead object, you're a subject. Your subjectivity and my subjectivity are not being held together. Denn als Person bist du kein totes Objekt, du bist etwas Lebendiges, ein Objekt und mein Subjekt und dieses Objekt werden sehr weit auseinandergehalten. So this is the energetic formation which gives rise to the karma. Und das ist die energetische Formierung, die Karma aufkommen lässt. That you've done something. Dass du etwas getan hast. After the war in former Yugoslavia, many immigrants came from that area into Britain. Nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien sind viele Emigranten nach England gekommen. I would be walking down where I live in quite a poor part of London, and I'd be walking down the street and you see these guys and you feel in your body, you think, wow, there is some dark history on this person. The look on the face. This person has death all over them. Und man lief die Straße runter. James lebt in einem recht armen Teil von London.
Man lief die Straße runter und da waren diese Burschen, wenn man sie angeschaut hat, dann hat man sofort das Gefühl gehabt, da ist eine Menge dunkle Geschichte hinter ihnen, da ist sozusagen der Tod überall. Many people arrive with a very intense feeling of having done terrible things. Viele Leute kommen an mit einem sehr intensiven Gefühl, schreckliche Dinge getan zu haben. This is the quality that leads into negative consequences of the action. Das ist die Qualität, die zu den negativen Konsequenzen von Handlungen führt. Maybe nobody accuses you of war crimes and it looks like you got away with it. Vielleicht wird dich niemand wegen Kriegsverbrechen anklagen und es hat den Anschein, als wärst du sozusagen davongekommen. But there's a kind of shaping inside yourself, a contortion, a vibration, which is set in motion by these intense activities. Aber da ist eine Formung in einem selber, eine Verzerrung, Verdrehung, eine Vibration, die sozusagen in Bewegung gesetzt wird durch die Handlung, die du ausgeführt hast. When we do an action, confession and regret and realizing I shouldn't have done that is very important. Wenn wir eine Handlung begehen, dann ist das Bekennen und Bedauern, die Reue über diese Handlung, die Erkenntnis, ich hätte sie nicht tun sollen, sehr, sehr wichtig. Because this vibration of your current pattern, which seems to shoot ahead of you in time and one day will come back to meet you like a boomerang. Und diese Vibration, die scheint sozusagen wie von dir ausgeschleudert zu werden, sozusagen der Zeit voraus und wird sich irgendwann mal umwenden und wie ein Bumerang zu dir zurückkommen. This can be lessened by realizing I shouldn't have done that. Diese Wirkung kann vermindert werden, wenn ich realisiere, dass ich das nicht hätte tun sollen. But the subtle traces are the habitual formations that normalize the doing of activities which are not helpful. I didn't understand this. Okay, so the subtle trace arises from the normalizing of these negative actions. Okay. Und die subtilen Spuren selbst, die entstehen dann aus dem Normalisieren, also sozusagen zur Normalität machen von den negativen Handlungen, die man durchgeführt hat. So if somebody likes to drive very fast and cut in front of other drivers, Wenn jemand also zum Beispiel sehr gerne sehr schnell Auto fährt und anderen den Weg abschneidet, you think, I like to drive fast. I don't crash, it's good. sie sagen, ich mag es gerne schnell zu fahren, ich mache ja keinen Unfall, ist alles gut. But clearly they're producing some kind of shock in other people. Aber klarerweise erzeugen sie in anderen Leuten durchaus ein Gefühl von Schock. When this is disregarded, this is a subtle kind of karmic formation. Wenn das nicht berücksichtigt wird, dann ist es eine Art subtile karmische Formierung. Because it's the disowning of the impact of my action on the others. Denn das ist sozusagen ein Leugnen der eigenen Zuständigkeit für die Wirkung meiner Handlungen auf andere. Which is why connection with other people, including other people in our meditation practice, doing the exchange of good for bad in the Tonglen practice and so on is very important. Das ist der Grund, warum die Verbindung zu anderen Menschen, das Einschließen anderer in der eigenen Praxis und auch das Austauschen von Gut gegen Schlecht in der Tonglen-Praxis alles sehr wichtige Dinge sind. So, when we sit in the meditation, Wenn wir also in der Meditation sitzen, who is sitting? wer sitzt da? Thoughts and feelings arise and say, me, I'm the one that's sitting. Gefühle und Gedanken und Empfindungen kommen auf und sagen dir, ich bin es, der sitzt. Neither merging with that thought nor rejecting it, it goes free. Wenn wir mit diesen Gedanken nicht verschmelzen, aber sie auch nicht ablehnen, dann gehen sie frei. Then we see that the openness of awareness and what is emerging in it are non-dual. They are not two separate things. Dann können wir erkennen, dass die Offenheit der Bewusstheit und das, was darin erscheint, was auftaucht,
untrennbar sind, nicht dual sind. Sie können nicht voneinander getrennt werden. And this is dissolving the root of negative karmic situations. Und das heißt dann das Auflösen der Wurzel der negativen karmischen Situationen. The root of bad actions is a separation of subject and object as two entities. Denn die Wurzel von schlechten Handlungen ist die Trennung von Subjekt und Objekt, als ob sie zwei getrennte Entitäten wären. Who are you? Wer bist du also? If you're out here and someone's walking towards you, who is coming towards you? Wenn man da draußen ist und jemand kommt uns entgegen, wer ist es, der uns entgegenkommt? In a sense, that's a second order question. In gewisser Weise ist es eine zweitrangige Frage. The first order question is, what is coming towards me? Die erstrangige Frage ist, was kommt mir entgegen? Color and shape in motion. Das ist Farbe und Form in Bewegung. The body's swaying slightly as the legs progress. Der Körper schwankt leicht, wie die Beine vorwärts gehen. There is shape and color. Form und Farbe. We say person. Es sind wir, die sagen Person. We say man, woman, young, old, and so on. Wir sagen ein Mann oder eine Frau, jung oder alt und so weiter. Shape and color. Form und Farbe. The trees are shape and color. Bäume sind Form und Farbe. We say tree. Wir sagen zu ihnen Baum. I say tree to the tree. Ich sage Baum zum Baum. No, I say tree to the projection from me. Nein, ich sage Baum zu der Projektion von mir. I never reach the tree. Ich kann den Baum nicht erreichen. You can never reach the tree with your thought. Du kannst den Baum niemals mit den Gedanken erreichen. What you will arrive at is your thought. Wo du hinkommst, ist wieder dein Gedanke. Thought catches thought. Gedanke fängt Gedanke. What is the cry of the hurt lover? Was ist der Schrei des verletzten Liebhabers? But I thought you loved me. Aber ich habe gedacht, du liebst mich. Yeah, you thought that, stupid fucker. Ja, du hast es gedacht. Yeah, it's hard. It's hard. It was an idea. Das ist hart, das war eine Idee. I love you is an idea. Ich liebe dich ist eine Idee. Formulated by feeling tone. Die wird formuliert durch eine Gefühlstönung. It is a creation. It's a gesture of connection. Eine Schöpfung, eine Geste der Verbindung. It doesn't buy you a bag of beans. Es kauft dir keinen Sack Bohnen. From the Buddhist point of view, why people stay together or not is the karma. Vom buddhistischen Standpunkt aus ist die Frage, warum Leute zusammenbleiben oder nicht zusammenbleiben, ihr Karma. Some people meet in school and stay together for the whole of their life. Manche Leute begegnen sich schon in der Schule und bleiben ihr ganzes Leben lang zusammen. Other people meet and they're a bit drunk and they have sex and then they part and the woman finds she's pregnant and they have some complicated relation over many, many years. Andere wieder treffen sich irgendwo im Erwachsenenalter, sind ein bisschen betrunken, haben Sex miteinander. Dann findet die Frau raus, dass sie schwanger ist und so haben sie dann eben über viele Jahre eine komplizierte Beziehung. These situations are not shaped by human clear decisions. They are the manifesting of the patterns which are moving through us and leading us into these forms of impulsivity. Die Situationen werden weder geformt noch nicht geformt durch irgendwelche klaren Entscheidungen, die wir treffen, sondern sind Manifestationen von irgendwelchen Tendenzen, die als Formung von Mustern aufkommen und zu einer bestimmten Form von Impulsivität führen. It is why, when we're thinking about Dharma, it's very important to be able to use ordinary language, vulgar language. Wenn man also über den Dharma denkt, ist es durchaus sehr wichtig, auch eine vulgäre Sprache benutzen zu können. Life is neither holy nor contemptible. Das Leben ist weder heilig noch verachtenswert. It presents itself. Sondern es stellt sich selbst dar. So, when we stay in the meditation, who is meditating? Wenn wir also in Meditation sind, wer meditiert denn? This is what we can
stay close to again and again. Das ist eine Frage, bei der wir eng bleiben können in vielen Wiederholungen. No meditation, no meditator. Keine Meditation, kein Meditierender. Sometimes Dzogchen is called the path of non-meditation. Manchmal wird Dzogchen auch als der Pfad der Nicht-Meditation bezeichnet. Because meditation is not a technique to go somewhere else, Denn Meditation ist keine Technik, um irgendwo anders hinzugelangen, but it's a ever-increasing allowing of things as they are. sondern es ist ein stets zunehmendes Gestatten, dass sich die Dinge so zeigen, wie sie sind. Okay, so let's do a little more sitting. Lass uns ein bisschen mehr sitzen. In hot weather, Besonders bei heißem Wetter it's a good idea to do that meditation for a short period of time, 5 minutes, 10 minutes. ist eine gute Idee, diese Meditation nur kurz zu machen, 5 Minuten, 10 Minuten. It won't be achieved or developed by an act of will. Sie wird ohnehin nicht durch irgendeinen Willensakt erreicht oder entwickelt. So if your energy is a little bit slow or sleepy, just open in the freshness and stay with that, and then get up, do something else. Wenn unsere Energie also schläfrig ist, dann öffnen wir uns sozusagen in Frische dafür und stehen dann aber auch auf und machen was anderes. Everything that's arising is the movement of my mind. Alles, was entsteht, ist die Bewegung meines Geistes. When you see that, then the variety of the content won't have such a pull and impact on me. Wenn du das erkennen kannst, dann wird die Mannigfaltigkeit des Inhalts im Geist keinen solchen Zug auf uns ausüben oder solche Wirkungen ausüben. Then he said, Omahum Mahaguru Sarvasiddhihum. Dann sagt er wieder, Omahum Mahaguru Sarvasiddhihum. Outer circumstances, inner circumstances, and incidental circumstances all arise from the root of our belief in duality. Äußere Umstände, innere Umstände und zufällige Umstände entstehen alle aus der Wurzel unseres Glaubens an die Dualität. So outer circumstances means the weather, how many people are here, whether you know people or not, all these things which can affect your mood. Diese äußeren Umstände, das ist das Wetter, das ist die Zahl der Leute, die da sind, das ist die Frage, ob ihr die Leute, die da sind, kennt oder nicht kennt. All diese Umstände können unsere Stimmung beeinflussen. Inner factors means whether you're worried about something, whether you're in physical pain. Innere Faktoren ist, ob du dir gerade über irgendetwas Sorgen machst, ob du physische Schmerzen empfindest. Some women are very strongly influenced for a week or so around a point in their menstrual cycle. Manche Frauen werden sehr stark für eine Woche lang an dem Punkt ihres Menstruationszyklus beeinflusst. All of these factors influence how we feel. All diese Faktoren beeinflussen die Art und Weise, wie wir uns fühlen. Suddenly occurring circumstances are in the area we might normally call an accident. Plötzlich auftretende Umstände, was ja auch als zufällige Umstände besetzt ist, sind die Umstände, die zum Beispiel im Gebiet des Unfallerleidens auftreten. You experience a moment of distraction. Du erfährst einen Augenblick von Ablenkung. Someone came to see me who had some difficulty in the family with one of their children had married someone that they didn't get on with at all. Jemand kam, um mich zu sehen, der Schwierigkeiten in der Familie hatte. Eines der Kinder hat jemanden geheiratet, mit dem die Eltern überhaupt nicht zurechtgekommen sind. And they hadn't had much contact. Und sie hatten nicht mehr viel Kontakt. But then their child, adult child, phoned them up and said, "Oh, Mom, we're coming. We want to stay for the night." Und dann aber rief das erwachsene Kind an und sagte, Mama, wir wollen über Nacht bei euch bleiben. So the mother went up,
into the attic to get some extra bedding. Und dann ging die Mutter hoch zum Dachboden, um etwas zusätzliche Bettzeug zu besorgen. And slipped on the ladder and caused a big pain in her back. Und ist dann aber die auf der Leiter ausgerutscht und hatte dann starke Rückenschmerzen. She was not happy that they were coming, but she didn't want to say no. Sie war nicht glücklich, dass sie kamen, aber sie wollte nicht Nein sagen. Climbing a ladder when you're in a bad mood is not a good idea. Die Leiter hochsteigen, wenn man in schlechter Stimmung ist, vielleicht keine gute Idee. That's this kind of suddenly occurring thing. You think you're doing okay, but you're not quite grounded and centered, and there's a kind of slippage. Plötzlich auftretende Umstände sind genau von dieser Art, dass du vielleicht sogar denkst, alles läuft gut, aber du bist nicht wirklich bei der Sache und bist nicht wirklich geerdet und plötzlich gibt es diesen Ausrutscher. Now this is why meditation is terrifying. Das ist ein Grund, warum Meditation erschreckend ist. Because outside in your ordinary life, you imagine you know what you're doing. Denn da draußen im normalen Leben haben wir oft die Vorstellung, wir wüssten, was wir tun. Somehow you get through the day and it's not so bad. Irgendwie kommen wir schon durch den Tag durch und alles scheint in Ordnung zu sein. But when you sit in a practice and all these strange thoughts and feelings and you're suddenly thinking of this and then that, aber wenn wir in der Praxis sitzen und dann sind all diese seltsamen Gedanken da und plötzlich denken dies und plötzlich was anderes, it's difficult to continue believing that you are a rational being. es ist schwer, den Glauben fortzusetzen, dass wir ein rationales Wesen sind. So this more chaotic level is kind of just below the surface bubbling of the energy patterns of the mind. Dieses chaotische Level, dieses sich gerade unter der Oberfläche befindliche Blasenschlagen der verschiedenen Muster des Geistes, This is always there. das ist eigentlich immer da. And this can burst through at any moment and lead to accidents. Und das kann immer sozusagen jeden Moment durchbrechen und auch zu Unfällen führen. Suddenly you're thinking about something and you drive badly and there's an accident. Plötzlich denkst du über irgendwas nach und fährst schlecht und schon hast du einen Unfall. When we see this swirling turbulence, this is continuous. Wenn wir diese wirbelnde Turbulenz sehen, dann ist sie kontinuierlich. Pattern is forming out of potential and the potential is not formed. Die Muster, die bilden sich aus einem Potenzial heraus, aber das Potenzial selbst ist nicht geformt. So he's saying all of these factorings arise from being caught up in duality. Was es hier sagt, ist, dass all diese aufkommenden Dinge daraus entstehen, dass wir in Dualität gefangen sind. Because at any moment some swirl or some movement of thought can catch us. Denn in jedem Moment könnte irgendeine Verwirbelung, irgendeine Bewegung unserer Gedanken uns fangen. So we have the first kind of meditation that we looked at briefly last night. Wir haben dann also die erste Art von Meditation, die wir gestern Abend angeschaut haben. The meditation of calming the mind by focusing on the breath, for example. Das war also die Meditation des Beruhigens des Geistes, indem wir uns zum Beispiel auf den Atem fokussieren. Now I'm more settled. Und jetzt bin ich etwas gesetzter, But actually, the mind is easily distractible. aber in der Tat ist der Geist sehr leicht abzulenken. And from the point of view of Dzogchen, the conclusion is you cannot really settle your mind and be present. Im Standpunkt des Dzogchen würde man sagen, du kannst deinen Geist nicht wirklich zur Ruhe bringen und dabei gegenwärtig sein. If you settle your mind according to the system of jhanas, which you find in the Theravada tradition, Wenn du deinen Geist zur Ruhe setzen lässt, gemäß dem System der Jhanas in der Theravada-Tradition, consciousness becomes more and more refined. Wird das Bewusstsein immer verfeinerter. But then you can't be in the world and talk with other people. Aber dann kannst du auch nicht in der Welt sein und mit anderen Leuten reden. So, if it's so subtle, I can't interact. If it's so gross, I lose the subtlety. Wenn es so subtil ist, kann ich nicht mehr wechselwirken. Und wenn es so grob ist,
verliere ich die Subtilität. So in Dzogchen we want the middle way. We're not trying to calm the mind down so that nothing is happening. In Dzogchen wollen wir den mittleren Weg. Wir versuchen nicht den Geist so zu beruhigen, dass überhaupt nichts geschieht. But rather we want to arrive at the point of safety, which is the easing of impulsive identification. Wir wollen eher an einen Punkt der Sicherheit ankommen, der darin besteht, dass sozusagen diese impulsive Identifizierung gelockert wird. You may have experienced the feeling that when you go climbing in the hills or if you climb a high tower, there's a certain moment when you suddenly feel, oh, I could jump. Wir haben vielleicht mal die Erfahrung gemacht, dass wenn wir in den Bergen herlaufen oder vielleicht einen hohen Turm betreten haben, dass es da diesen Moment gibt, wo man den Gedanken hat, oh, ich könnte auch springen. You see a big bird floating by, you think, oh, off we go. Wir sehen vielleicht einen großen Vogel, der da herumschwebt und wir denken, ah, jetzt mache ich mit. There's quite a feeling inside with that. Und dann hat man da sein ganz bestimmtes Gefühl innen. Why would we restrain ourselves? Warum wollen wir uns davon abhalten? Abandonment is always possible. Das sich aufgeben ist immer möglich. Having to control ourselves is a great burden. Und uns selbst zu kontrollieren zu müssen, ist eine große Last. So the idea that you would impose control on yourself all the time to make sure that you never ever made a mistake. Die Idee, dass man praktisch sich selbst immer stets kontrollieren muss, um sicherzustellen, dass wir niemals einen Fehler begehen, This is very hard. das ist sehr hart. This is why machines take over a lot of our activity, because they're more reliable than us. They're not impulsive. Das ist der Grund, warum Maschinen mehr und mehr Aktivitäten übernehmen, weil sie zuverlässiger sind und Maschinen sind ja bekanntlich nicht impulsiv. In terms of discipline, impulsivity looks negative. Im Sinne von Disziplin sieht Impulsivität negativ aus. In terms of lively participation, impulsivity, as long as it's not blind, as long as it's connected through intuition with the co-emergent field, is part of the vitality of connection. So in Hinsicht einer lebendigen Partizipation, Teilnahme ist aber Impulsivität, solange sie nicht blind ist, solange sie von Intuition und Verbindung geleitet ist, etwas, was eben diese Verbindung verstärkt. So it's always the middle way, not too tight, not too loose. Also immer dieser mittlere Weg, nicht zu angespannt, nicht zu locker. The real middle way is the middle point between the polarities of duality. Der wirkliche mittlere Weg ist der mittlere Punkt zwischen den Polaritäten der Dualität. I look at you, Ich schaue dich an, you look at me, du schaust mich an, two people looking at each other. zwei Leute schauen sich an. But our meeting emerges in the between. Aber unsere Begegnung kommt in der Mitte auf. The between is the space. Das dazwischen ist der Raum. The space is the emptiness. Und der Raum ist die Leerheit. With emptiness, with the space between, connection is possible. Mit dieser Leerheit, mit dem Raum dazwischen ist auch Verbindung möglich. This is the space where the other shows themselves and where we show ourselves. Es ist der Raum, in dem die anderen sich zeigen und wir uns zeigen. So it's a space of mutuality. Das ist ein Raum der Gegenseitigkeit. But when we tell the other what it is, when we are trying to nail everything down, you don't have that space. Wenn wir dem anderen sagen, was es ist, wenn wir versuchen, alles festzunageln, dann hat man diesen Raum nicht. Some systems of meditation say you must not move. In manchen Systemen der Meditation wird gesagt, du darfst dich nicht bewegen. It's very bad to move. Es ist sehr schlecht, sich zu bewegen. Pol Pot said that as well in the torture camps in Cambodia. Don't move, don't scream. Pol Pot hat das auch gesagt in den Folterlagern in Kambodscha. Beweg dich nicht, schrei nicht. Someone will break your fingers, but don't move. Irgendjemand wird deinen Finger brechen, aber beweg dich nicht. The body says something.
Der Körper sagt etwas. The body at least says, oh. Zumindest sagt er, oh. So when you're sitting and you need to move, maybe you move. Wenn wir also sitzen und das Bedürfnis haben, uns zu bewegen, vielleicht sollten wir uns bewegen. But now I'm disturbing my meditation. Aber jetzt störe ich meine Meditation. Do you meditate with your arse and your knees? Meditierst du mit deinem Arsch und deinen Knien? You meditate with the mind. Du meditierst mit dem Geist. Do the knees move the mind or the mind moves the knees? Bewegen die Knie den Geist oder bewegt der Geist die Knie? If you have to move your knees because the knee is very sore and you don't want to cause some damage, Wenn du deine Knie bewegen willst, weil das Knie sehr wehtut und du keinen Schaden verursachen willst, why is that disturbing? warum sollte das störend sein? Because I shouldn't move. Weil ich mich nicht bewegen sollte. So now you have an internal dialogue, which is duality. Jetzt hast du einen inneren Dialog und das ist Dualität. If there is pain and you move and you don't think about it afterwards, it's over. Wenn aber da Schmerz ist und du dich bewegst und es ist weg, dann ist es vorüber. Moving the body in that way is not duality. Den Körper in diese Weise zu bewegen, ist keine Dualität. But sitting in pain and thinking I mustn't move, Aber das Sitzen in Schmerz und mit dem Gedanken, ich darf mich nicht bewegen, this is an internal conversation. das ist eine innere Konversation. I want to move, I mustn't move. Ich will mich bewegen, ich darf nicht. Why is no one else moving? Warum bewegt sich kein anderer? If someone else moves, then I'll move. Wenn jemand vorangeht, dann werde ich mich auch bewegen. This is very popular in Vipassana retreats. Sehr populär in Vipassana-Retreats. Movement of the body is not disturbing. Movement of the mind is not disturbing. Movement of speech is not disturbing. Bewegung des Körpers ist nicht störend, Bewegung des Geistes ist nicht störend, Bewegung der Sprache ist nicht störend. What is disturbing is catching the movement and making a comment on it and a judgment on it and trying to change it or not change it. Was störend ist, ist das Ergreifen dieser Bewegung, das Verfassen von Kommentaren und Urteilen über diese Bewegung und sozusagen Feststellungen. Okay, so we take a break now for half an hour. Halbe Stunde Pause.